elders with wisdom, rise. Ancestors surround us, rise. In hope, in prayer, we find ourselves here. In hope, in prayer, we're right here. In hope, in prayer, we find ourselves here. In hope, in prayer, we're right here, and we rise up from the wreckage, rise with tears and with courage, rise fighting for life. We rise in hope, in prayer, we find ourselves here. In hope, in prayer, we're right here. In hope, in prayer, we find ourselves here. In hope, in prayer, we're right here, and we rise, humbly hearted, rise, won't be divided, rise, with spirit to guide us, rise. Yay. Ja, und da kommen wir auch schon zum letzten Akt, zur letzten wundervollen Frau, die jetzt ihre Bühne betreten darf und ja, echt mit einem ganz, ganz wundervollen Thema kommt, also mit einer ganz tiefen Berührung über die Sprache. Also sie darf euch einladen und da mehr zu erzählen und ich möchte die Marika auf die Bühne bitten mit Mein Wort für dich, Wortpraxis als Verbindung zu deiner Wahrheit. Herzlich willkommen, du Wunderschöne. Ja, danke schön. Hallo zusammen. Ich möchte heute mit euch nicht nur über Wortpraxis sprechen, sondern auch Wort mit euch sprechen. Am Anfang aber ein bisschen, was ist das überhaupt? Also das ist mir das erste Mal hier in der Ausbildung begegnet und es war am Anfang ein bisschen komisch. Wir bekamen dann die Erklärung, das gibt so einen Typen, der heißt Paul Selig, der hat mega die Verbindung nach oben, nach unten, überall hin, keine Ahnung, und hat das Ursprungsoriginalwort geschrieben. Und es ist in dem Sinne ein Wort, denn Wort ist mächtig. Es geht also darum, mächtige Wörter zu sagen und für sich selber zu nutzen, für die eigene Verbindung zu manifestieren, um bei sich selbst anzukommen. Sogar in der Bibel steht, am Anfang war das Wort und das zeigt noch mal mehr, dass das Aussprechen von Worten so einen Prozess auslösen kann, dass das unbeschreiblich schön ist und unbeschreiblich tief gehen kann. Wir hatten dann also die Aufgabe, Wort zu sprechen, und zwar jeden Tag. Und das war das Erste, was wir bekommen haben. Ich habe es abgeschrieben. Das ging noch. Und mit jedem Modul, was wir in der Ausbildung gemacht haben, wurde Wort länger. Das war das nächste. Mit Rückseite. Das hier war nicht ganz so lang. Nur eine Seite. Und es war immer schön und passend. Und dann habe ich das aber irgendwann schludern lassen. Und wenn man das nicht tut, hat das keinen Effekt, wie bei allem. Und so kam der Punkt, dass ich mit Merle, die heute für mich die Auslosung macht, den Deal gemacht habe, wir schreiben uns immer, wenn wir Wort gemacht haben. Wir machen das miteinander ab, damit wir uns gegenseitig motivieren. Ja, und dann lag dieser Zettel woanders und dann war schon so spät und ich hatte keine Lust, den zu holen. Und dann, ja, dann habe ich halt improvisiert. Und das war das erste Mal ganz okay. Und es war aber die nächsten Male, da dachte ich, ah ja, das kann ich ja einfach, muss ich gar nicht meinen Zettel holen, ist auch ein bisschen kürzer dann. Und es war aber so cool. Also es war einfach
so, so krass tief, dass ich Worte gesagt habe, von denen ich vorher nicht unbedingt dachte, dass die meine Wahrheit sind, weil die waren echt ganz schön krass. Und es war so schön. Und dann irgendwann habe ich nicht nur Merle geschrieben, okay, ich habe es gemacht, sondern ich habe das als Sprachnachricht geschickt. Und dann habe ich ausprobiert, wie das ist, wenn ich das für jemanden spreche. Und es war mega cool. Also es war einfach, es hat so eine Magie, das auszusprechen, was ich weiß, was in jemand anderem drin ist. Und dass das bei dem Menschen ankommt als Bestärkung und als Verbindung zur eigenen Wahrheit, zum Sein, wofür man hier ist, was eigentlich, was das Ganze eigentlich hier soll. Ja, und dann habe ich noch von einer Freundin über das Human Design gelernt, dass auf meiner Chart das steht, dass ich das sowieso mega gut für andere kann, weil ich deren Stimme hören kann. Und ich dachte so, okay. Und tatsächlich waren die Rückmeldungen aber genau so. Und deswegen mache ich das jetzt. Und ich spreche das, von dem ich weiß, dass es in deinem Kern wahr ist. Und vielleicht ist das was, wo du denkst, ja, ja, nee, das ist okay. Weil der Kern ist ja ganz tief innen und da sind vielleicht noch ein paar Schichten und ein paar alte Glaubenssätze drüber. Und dann stell dir einfach gleich vor, wenn wir das gleich machen, dass ich mit dem Teil von dir spreche, der weiß, dass das wahr ist. Dass ich dich anspreche, um dich zu erinnern, dass das wahr ist. Okay, bevor wir starten, setz dich mal bequem hin, falls das nicht je tut. Atme nochmal tief durch. Mm. Ihr seid alle auf Stumm, ihr dürft auch lauter atmen, wenn ihr wollt. Das tut gut. Mm. Spür mal, wie du gerade hier bist, nach dem schönen Abend schon. Ob es für dich so alles richtig bequem ist. Ob du gut da bist. Wenn du möchtest, leg eine Hand auf dein Herz und eine auf deinen Bauch oder beide auf dein Herz oder so, wie es für dich gerade richtig, richtig gut ist. Die Worte, die ich gleich sage, darfst du entweder einfach in dich reinfließen lassen und sie genießen. Und du darfst sie natürlich auch nachsprechen. Das, was für dich gerade stimmig ist. Wort, ich bin Wort. Ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Ich weiß, was ich bin in Wahrheit. Ich verbinde mich mit meinem tiefsten Sein. Ich verbinde mich mit meiner höchsten Seele. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin jetzt. Ich bin frei. Ich bin richtig. Ich bin am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Meine Freude darf sein. Mein Zeigen darf sein. Ich erhebe mich. Ich zeige meine Größe. Ich zeige
mein Leuchten. Und siehe, ich mache alles neu. Ich bin Wort durch mein Präsentsein. Präsent kommt von Geschenk. Ich bin ein Geschenk. Ich diene zum größten Wohle. Ich verbinde mich in die tiefsten Tiefen und lasse meine Wahrheit fließen. Mein Wort wird gehört. Ich bin wichtig. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin frei und öffne meinen größten Raum. Wort. Ich bin Wort. Lass nochmal die Augen zu, wenn du magst. Und fühl mal, wo in deinem Körper jetzt eine Veränderung ist. Fühlt es sich irgendwo anders an? Leichter oder geerdeter? Dann komm hier wieder bei uns im Zoom-Raum an. Und wenn du magst, lade ich dich ein, in den Chat zu schreiben, wie es dir jetzt damit geht. Ob sich was verändert hat. Ob du es genießen konntest. Oh, schön. Ich lese euch mal ein bisschen vor. Tiefe innere Ruhe und Frieden, Gänsehaut, leicht, weich, offen, so leicht. Ich habe es sehr genossen, ich bin tief berührt, schwebend und zugleich tief geerdet. Und wäre es nicht schön, wenn wir das immer haben könnten? Und jetzt können wir. Zum einen könnt ihr das einfach jeden Tag wieder hören. Das ist jetzt erstmal in der Facebook-Gruppe. Und zum anderen habe ich einen Plan, weil ich habe ja festgestellt, wie das ist, wenn man das mit anderen macht, verbindlich. Und das ist dann so viel leichter und so viel wirksamer. Deswegen plane ich die 21 Tage Wort für dich Challenge. Das läuft so ab. Wir treffen uns in einer Telegram-Gruppe. Es geht am 21.07. los. Das ist Vollmond, Sonntag in 1,5 Wochen. Und dort wird es jeden Tag von mir Wort als Sprachnachricht oder als Video geben. Manchmal noch mit ein paar Einführungsworten, manchmal direkt drauf los, je nachdem, was gerade für uns als Gruppe von meinem Gefühl her das Richtige ist. Und eure Aufgabe ist, mitzumachen. Das heißt, es jeden Tag anzuhören und jeden Tag nachzusprechen. Nicht nur hören. Sprechen muss auch sein. Es wird dann ein paar Extras geben. Extra von mir und extra für euch als Aufgaben. Und zum Schluss gibt es auch noch eine Überraschung, aber das verrate ich noch nicht. Die Überraschung zum Schluss ist nur für die, die auch jeden Tag so ein kleines Häkchen dann dran machen. Jo, habe ich gemacht. Und dann schauen wir mal, was sich in den 3 Wochen bewegt. Man sagt ja, das Gehirn braucht 21 Wiederholungen, also 21 Tage, um sich neu auf etwas einzustellen. Und deswegen möchte ich das auch 21 Tage lang mit euch machen. So, wer jetzt noch bei Facebook zuguckt, möge bitte in den Zoom-Raum gehen, denn wir stoppen gleich die Übertragung und machen dann ein Gewinnspiel und noch etwas sehr Persönliches.
Ich sortiere meine Zettel. Doreen, magst du dann jetzt die Übertragung? Dankeschön.